MOTHMEN, 1966. Let's read the words of the developer. MOTHMEN 1966 is a pixel pulp, a visual novel featuring a fusion of exceptional writing and stunning illustration, inspired by mid-20th century pulp fiction and 80s home computer graphics, set amongst the strange occurrences of the Lenoid meteor shower of 1966. Shoutout an Worth a Buy, der einzige tatsächlich Reviewer von Computerspielen, dem ich folge und vertraue, bis ans Ende meines Weges. Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, gefällt mir gut, oder? Mid-20th Century Pulp Fiction, 80s Home Computer Graphics. Und das Ganze in den 60er Jahren angesiedelt. Ich bin gespannt. Ja? Pulp ist gut. Prologue. Hold? Ich soll halten? Nee. Das ist wirklich sehr oldschool. Was war das letzte Spiel in der Richtung, das ich gespielt habe? Ich habe mal 1 gespielt hier, ne? It Came from the Desert. Schönes Video. Geworden, meiner Meinung nach. 3 red and 5 black in the discard pile. Of the 6 cards face up on the counter, 2 are red and 4 are black. So 5 red in all and 9 black. Muss ich mir das merken? Wird das abgefragt? You have no more moves. So you have to bet now. Ich hab überhaupt nicht zugehört. Black. Ist immer gut. Black is beautiful. Black cards matter. A large majority of the face-up cards are black. Das ist doch gut, oder? And you know that betting against the streak is usually dangerous. Even though you've already chosen, you decide to stay away from the counter. Can't bear losing again. What? You think of your grandma Elsie trying to win at solitaire for over 60 years. You take a deep breath and keep sweeping. Hat sie nicht einmal gewonnen in den 60ern? Elsie's been paralyzed from the waist down since she was 21. Your mum was only 2 months old. The winter Elsie taught you to play solitaire. Er hätte es von jemand anderem lernen sollen, oder? Wenn sie nie gewonnen hat. Your parents and sister had been dead for almost a year. And you'd already begun to forget their faces. Das war ja schnell. Although you cook for her, do her laundry, bathe and even dress her, it still feels like she's the one taking care of you. You close your eyes and almost feel Elsie stroking your hair. You're 11 years old again, kneeling next to her bed, crying your heart out. Die arme Frau, ne? Die hat es nicht leicht gehabt, wenn die ganze Zeit heulende Kinder irgendwie neben ihrem Bett waren. Suddenly, the bell rings and you feel an invisible force trying to drag you into the present. Ich will mich nicht zu weit rauslehnen, aber Mid-20th Century Pulp Fiction war nicht so introvertiert und weinerlich, würde ich behaupten. Oder gab es ein Genre? Ich habe keine Schnulzen-Kitsch-Romane so gelesen aus der Zeit. Die gab es ja sicherlich auch. Und meistens war es doch eher so hardboiled oder sehr pragmatisch auf Ereignisse konzentriert. Ne? Look through the window, keep your eyes closed. Ja, ich werde jetzt palpig spielen und nicht, oh mein Gott, lasst mich an meinem Happy Space. Those fucking kids! The first brat is followed by 2 more. They step on the hose and activate the bell for a second. And a third time. Oh, ich hab Space gedrückt. Ich dachte, ich könnte so locker auf Space drücken, aber nein, Space ist sowas wie Escape in diesem Spiel. Da muss ich auf Eingabe drücken oder die Maus benutzen. You don't know what comes over. Achso, you don't know what comes over you, but you yell some things at them that you're too ashamed to remember. I'm gonna kill you. Gonna rip off your head and shit down your throat. You justify yourself, thinking that they might be the ones who got into your garage that night.
Ich habe schon ein Recht darauf, ihnen den Tod anzudrohen. Das wäre doch mal interessant, oder? Wenn man so einen Irren spielt. Also so einen, der wirklich keinen Bezug zur Wirklichkeit hat. Und das Spiel narrativ einem zu verstehen gibt, dass das okay ist, was man macht. And stole some parts of the replica machine gun you're building. You won't let anyone mess with your project. The Winans steam machine gun is the jewel of your collection. Steam machine gun? So was gab's? The kids yell at you, old freak, and laugh, sheltered by the distance. Deep down, you know that it can't be them. How would they know which parts of the machine gun were worth stealing? Anyway, that guard dog's been brought over in a few days, and you'll be able to stop worrying and love the bomb. Go back in. Oh, check the hose, huh? Das kann ich auch drin machen. You try to calm down. You look at the shelves and think of the solitaire your grandma taught you. Your grandma always said that everyone has their place in the world, and yours is in this gas station, and that people keep dancing around it without ever reaching it. To win this solitaire, you have to stop dancing. Stop dancing, start prancing. Könnte ein Message sein. You know what? The chances of winning are incredibly low. Almost zero. You can't bring yourself to turn over the next card and decide to start sorting the shelves instead. Doing simple jobs builds up your self-confidence and provides you some illusion of control. Ich muss gerade an den Tankstellenbesitzer aus Muttertag denken, falls den jemand kennt, ne? Wo die Mädels reinkommen und irgendwie alles kaputt machen und so weiter. Und er guckt eigentlich noch so, sieht natürlich grimmig aus, ist so ein Redneck, ne? Meiner Meinung nach war er aber recht freundlich, ne? Bis sie dann irgendwie sich angefangen haben, lustig zu machen über ihn, ne? Und er dann anrufte, ja, geht nur nach die Bären, ihr Lesbierinnen, da werdet ihr schon sehen. Guter Film, guter Charakter. Grab something from the upper shelf. Grab something from the middle shelf. Grab something from the lower shelf. Ich denke, ich werde das Lower Shelf nehmen. Ich will kein Risiko eingehen. Can, box or bottle. The bottle. Come on. Replace something from the upper shelf. What? Okay, ich wage mich mal ins Mittlere. Ich mache es jetzt mal ganz verrückt und replace eine Can. Und dann ist das ein Puzzle-Game. Dann werde ich hier unten die Box replacen mit der Can. Und damit werde ich in der oberen die Flasche ersetzen. Und mit der Flasche im mittleren die Dose. Und damit unten den freien Platz. Check, Chef. Bin ich jetzt zufrieden? Bin ich zufrieden? Sag's mir! Gut. One type of product on each shelf. Genauso wie Gott es gewollt hat. Der Soundeffekt hier, der gefällt mir sehr gut. Der hat sowas minimalistisch Enervierendes. You scratch your head. This time, sorting the shelves doesn't help. You feel the same urgency as before, you can't think of anything else. Ich hätte es doch anders sortieren sollen, ne? Das in jedem verschiedene. Is the card going to be black? You need it to be black. Suddenly the air seems heavy, and you find it a bit difficult to breathe. 3 men in black are staring at you. Die Men in Black? Tatsächlich, die Men in Black. Through the window you see a black Cadillac by the pump. Yes! I wish you'd ask them how they got into the station without you hearing the door open. Wahrscheinlich ist die Hose kaputt gemacht worden. Ah nee, hat nichts mit der Hose zu tun. Or how they left the car without the bell ringing, weil die Jungs das kaputt gemacht haben. Das meinte ich. But that trembling, yes, was the only thing you managed to utter. The moose. The moose is furious. The moose. The booze?
After a few seconds of not receiving any response, you decide to break the silence. Give them directions to the moose? Ich frage natürlich, what's up with the moose? What's it to ya? You bought a woman a whiskey. Ach, the moose is Kneipe hier, okay. You don't know if it's the right move, but you try to relax and be more friendly. Do you know of a more effective way to socialize? Schlagen mich jetzt 3 Typen zusammen, weil ich nach Frauen Whisky spendiert habe, als ich noch jung war und nicht am Leben verzweifelt. You told her the dream about your grandma. A chill runs through your body. It's been a few weeks since that night. And even though you had a good time with Martha and have no regrets, something about the way these men in black ask their questions makes you uneasy. What? What do you want to know? Granny in the forest. One of the men farther back lets out a cracking noise. Sorry, no? Boden gegessen. You look at him, believing he's laughing, but the man in black's expression doesn't change. Ask them all you want to know. Ich bin pragmatisch. Ne? Oder ist das ein David Lynch-Film? Da muss ich jetzt über meinen Traum reden. No one answers. It's like they're waiting for another response. Na gut. My grandma has been bedridden for over 60 years. But in the dream, I saw her running through the woods. Start from the beginning. And don't omit any details. You don't know if it's the way they look at you, or because of a certain authority in their voice, or because of the guns in their hands, pointed at your cock. But you tell them everything about the dream. 5 or 6 weeks ago, you woke up in the middle of the night, certain that something had happened to your grandma. Wenn das hier ein Musical wäre, würde jetzt ein Song anfangen. You ran up to her room and Elsie wasn't in bed. The window was wide open. You ran to it and saw someone walking through the trees. It was her. She was holding a rifle of the kind your ancestors would have carried in the Civil War. Lustige Idee. Das ist eine Frau, die sich seit ihrer Kindheit nicht bewegen konnte. Eines Nachts passiert ein Wunder, sie kann sich wieder bewegen. Das Erste, was ihr einfällt, ist, eine Waffe zu greifen, um Kaninchen zu erschießen. Ne? Davon hat sie immer geträumt in ihrem Rollstuhl. You tried to call out to her. Your grandma started running and shot 2 or 3 times into the blackness of the forest. Wahrscheinlich 3 times, ne? Das sind jetzt die Men in Black, also ihre Geister, ne? Zufällig da rumstanden und Dinge gemacht haben, die halt Men in Black so tun. Und Men in Black nachts draußen im Wald ist keine gute Idee. Ne? Men in White können sich das leisten, aber nicht Men in Black. You were about to go down to find her when a winged creature, wollte ich sagen, with glowing red eyes appeared in the front of the window and screamed. Also ein Jumpscare, über den erzählt wird. Ein Jumpscare in indirekter Rede. Klappt nicht. You stumbled backwards. And after hitting your head on the bedpost, you lost consciousness. Aber es war ja nur ein Traum, oder nicht? You woke up in your bed and remembered the dream almost instantly. Und lass mich rein, du hast eine Beule am Rücken. You went up the stairs 2 at a time. You went up the stairs, 2 at a time and opened the door to her room. Your grandmother slept peacefully. On the bedside table was the glass of milk you bring her every night and the deck of cards she used to play solitaire. Das heißt, sie trinkt die Milch gar nicht. During the days that followed, you tried to convince yourself that it had been all a dream. All been, ich hab's gesehen. Even though you couldn't explain where the little stitches at the base of your skull had come from. Moment, ich habe nicht nur eine Beule. Ich habe wie in einem Cartoon eine genähte Wunde. Bin beeindruckt. Ne? Im Cartoon kommt ja auch immer, hast du sofort ein Heftpflaster hier, wenn du dich verletzt hast. After a few seconds, one of the men in black speaks again. The spots on her legs predate her birth. Hold. What? What is he talking about? Is he referring to the dozens of moles on your grandma's legs? Ja, es sind ja Dutzende von Maulwürfen, die sich da festklammern. And what do they mean by saying those spots predate her birth? Elsie always makes the same joke when you sponge her calves. Komisch, ne? Moles, Calves. Warum werden Tiernamen benutzt, um irgendwelche Veränderungen am Körper zu? Oder waren das zuerst die Körperteile und die Tiere wurden danach benannt, als man sie dann draußen entdeckt hat? Ne, irgendein Höhlenmensch saß da. Oh, Calves! Hat er auf seine Waden gezeigt und dann hat er draußen die Kühe gesehen und hat gesagt, Calves! Be thankful that you have to clean my legs and not my grandfather. Achso. Be thankful that you have to clean my legs and not your grandfather's.
According to what she told you, her granddad had been shot dead by an experimental weapon. Early in the Civil War. Es gab experimentelle Waffen. Okay. When his legs were ripped to shreds. The wide and steam gun, son. The machine gun that doesn't appear in any book. Think about the replica you are putting together in the workshop. And you wonder if it was the Men in Black who had stolen those pieces. Ich komme noch nicht drüber weg. Meint sie jetzt, dass es besser ist, ihre Beine zu waschen, als die abgerissenen Beine vom Großvater? Und wenn ja, muss ich die dann suchen, da wo sie liegen, oder? You're not telling anyone else about this visit, Holt. You start to complain, and one of the men in black picks up a card from the counter. Top card of the deck. The crunch horrifies you. The teeth of the man in black seem to tear more than simply paper. Er hat meine Karte gefressen. Oh nein! Tatsächlich. Er hat sie angeklammert. Desperate, you throw yourself under the counter and look for the card. Ich bin autistisch, ja? Your heart is pounding. Quarter pounding. Er sieht aus wie der Gitarrist von Yes. Er sieht aus wie... Ich komme nicht drauf. Aber in den älteren Jahren. You look out of the window, don't see the Cadillac. Walk to where the car was parked a few moments ago. Step on the hose. Meep, meep. And the bell rings. What the fuck? Jack of Diamonds. Motherfucker! It's red! Think about the edgy one of the black... ich fange nochmal an, das kann ich anbieten. You think about the edge one of the man in black tore off. Das gibt's ja. And you remember the noise it made when he chewed it. I remember the edge, wenn ich gerade drauf gucke. Seltsam. Was it a threat? A warning? You wonder if you should tell your grandma everything that happened or just keep your mouth shut. Ja? Da, wo Karten angebissen werden, werden irgendwann auch Menschen angebissen. And keep playing solitaire with a marked card. Ja, Amazon, einfach neue Karten bestellen. Oder irgendwo fragen, die gibt es meistens als Werbegeschenk von irgendwas, ne? Mit der Rückseite, mit Diebels oder so. This is a demo version of MOTHMEN 1966. We're now going to skip a chapter. Take you directly to chapter 2. Achso, das war der Prolog demnach, ja. Ich gucke gerade, was da unten ist. A für abspielen und Z für schneller. Und L für, ich muss gleich mal L drücken. After a tense journey, Victoria and her boyfriend Lee have just arrived at Holt's gas station. Also ich bin intrigued genug von diesem Spiel, um tatsächlich noch reinzuspielen in das nächste Kapitel. Ja, ist ja nicht langweilig. Und ich musste bisher noch keine komischen... Ich musste eigentlich noch gar nichts machen, ne? Also irgendwie Spiele, das Sortieren war egal. Lee has planned a special date for Victoria, watching the Leonid. Leonid, ich habe Lenoid, habe ich gesagt, oder? Leonid. Lenoid? Leonid? Meteor, Shower, together. 66 war das. Okay, dann kann ich nicht neue Karten bestellen im Internet. Ah, jetzt spiele ich Victoria. Principal? Lee turns off the card, looks you in the eye. He smiles. And that smile seriously pisses you off. Okay, folgendes. Einigen wir uns drauf. Ich könnte jetzt Karen sein und hör auf zu lachen. Wir wollten hier, ich will nach Hause. Aber nein, ich bin so die Art Frau, die es 1966 nun mal gab, die ihre Gefühle zurückhält. Und wenn dieses Gefühl so wenn dieses Spiel so gefühlsintensiv ist, wie ich den Eindruck habe, dann wird da vielleicht was draus. You try to return the smile, but you feel the hatred burning inside you. Hatred, meine Güte. But it's not just Lee. The problem goes deeper. Why did you choose to smile? Why is it so hard to tell him? Ich habe ein Recht darauf, sauer zu sein. Wait here, Vic. I swear you won't believe it. You bite your lip and take a deep breath. You see him greet someone. Lee had written Hold Station on the map he'd thrown on your lap 20 minutes ago. He'd written it by hand.
And it might as well have said hold station or halt station. Hort station? Halt station? Hort. Hell station, even. Lee's handwriting has always been intriguing to you. You remember that time you mentioned it to him, and he responded with a disproportionate anger. A nonsensical rant which involved several philosophers of language. And all because you'd told him his handwriting was dreadful. But you now know where those reactions come from. That night you two got drunk by the lake. Lee told you that his father would have wanted to be born ugly. Das überrascht mich. Lee told you that his father would have wanted to be born ugly. After the initial surprise, you couldn't stifle a belly laugh. And Lee looked down. For a few minutes he didn't want to tell you anything else. Kann es sein, dass Lee der Tiefsinnige ist? Und ich eine Bitch? Momentan wirkt so. You finally convinced him to continue. Ja, erzähl ruhig weiter. I always got what I wanted just by smiling. Ugly people have to develop other muscles. That's what she said. Nein, aber das ist ja einigermaßen tiefsinnig, ne? Was ist L? Ah, Log. Log. Okay, dann kann ich sehen, was du jetzt gesagt hast. Unfortunately, those other muscles are the ones that last. Das ist nicht anzüglich gemeint, sondern ne, wenn man hässlich ist, muss man hier Boy named Sue, ne, muss man sich durchschlagen. Couldn't believe those words had come out of the mouth of a flesh and blood human being. Maybe some poorly written character from a cheap romantic novel. But Lee's father? You picture Lee that night throwing pebbles from the shore while telling you everything about his father's teachings. All that frustration. Was that the night you got pregnant? You'd both been drinking. Suddenly you find it difficult to breathe. The interior of the car feels like it's getting smaller and smaller. Er hat mich doch abgesetzt, ne, in der Autopresse. Need some air. Say hi oder don't say anything. Nein, ich bin so dieses angepasste Weibchen. Ne? Say hi. Und dafür hasse ich mich dann hinterher. Ne? Hold, right? Ah, warum habe ich das gesagt? Hold seems startled. Hello. This is Victoria, my girlfriend. Be right back, Vic. You see them walk away with a box they took out of the trunk. And from the effort Holt's putting in it, it seems heavy. What's inside the box? What's in the box? You're not stupid. You know that Lee has some business on the side beyond his work as an intern at the university. You heard some rumors and you have your suspicions. Ne? Ich bin überzeugt davon, dass er ihm jetzt hier eine riesige Box voller Spielkarten geschenkt hat. Falls nämlich nochmal welche angebissen werden, hat er noch einen Vorrat. However, you never did too much digging. You preferred to keep it a mystery. Something to make Lee a little more interesting. You light a cigarette. Smoking girls from the 60s. Könnte eine Fetischseite sein. Would Lee be a good father? And the question that you still haven't had the courage to ask. Would you be a good mother? Was ist eigentlich interessant? The clicks repeat at irregular intervals. Small moths approach the light to get electrocuted. Echt? Waren die Dinger damals auf? Also konnten die sich da... Ja, ich habe schon auch tote Motten gesehen in so Straßenlaternen. Is that love, Victoria? You laugh and shake your head from side to side. You think of all the manuscripts you've torn up. Ich sollte sie gar nicht so peinlich spielen. Ne? Kam mir am Anfang so vor, aber bin zufrieden mit ihr. You've tried poetry, drawing. History seemed like an obvious choice. Wir haben 1966, junge Frau. Wer ist Ihre Familie? Warum können Sie sich so völlig frei aussuchen, was Sie irgendwann machen wollen? Warum wären Sie nicht irgendwie was Sinnvolles? Also egal was, ja? Auch wenn Sie Managerin von irgendeinem Betrieb werden oder so. Gab es nämlich. Ja? Aber kommt mir so ein bisschen vor. You don't need any talent to be a historian. Das würde ich so unterschreiben. Außer vielleicht gewisse Intelligenz und Interesse. Ich weiß nicht. Was braucht ein Geschichtswissenschaftler? Schreiben Sie es in die Kommentare, liebe Zuschauer. Wer ist das? Hello?
A man talks to himself while holding something in his hand. Have you seen any winged creature flying over the area yet? For a moment you think he's asking some kind of tricky question. You remain silent. However, something about him tells you that he's genuinely asking. You look at the man bathed in the shine of the streetlight, and the scene fascinates you. Surreal, some of your old friends would have said. The ones that organized poetry nights and read L'Autrement. Also Beatniks! Beatniks, gab's die noch in den Mit-60ern oder sind die verschwunden mit den Beatles? Excuse me, you are? Oh yes, sorry, Hill, Lou Hill. Writer, natürlich. Ein Beatnik, ein echter Beatnik. Victoria Greenberry, History Student. So fingen vielleicht Pornos an irgendwann, ne? Die Geschichtsstudentin und der Schriftsteller, statt der Klempner und die Hausfrau. Winged creatures, Mr. Hill? Lou, please. Can I call you Victoria? I'm looking into about a dozen reports, Victoria. Numerous witnesses claim to have seen human-sized winged creatures flying over the area. Angels? Lou smiles. But the smile doesn't last long on his face. Look there, at the top of the trees. It won't take you long to find one. You aim at the area Lou just told you. Everything's blurry, so you decide to adjust the binoculars. What is the diopter? Sorry, ich kenne mich nicht aus. Focusing Wheel? Diopter ist dann wahrscheinlich das Ding, das es näher ranholt und Focusing Wheel ist das, was es schärfer macht, oder? Oh, im Ernst. Noch mehr, oder? Nochmal? Ne. Move right. Move left, move right. Take it all about. Oh man! You cannot rotate further to the right to adjust the focus. If you can't focus, try adjusting the diopter first. Ich dachte mal, Diopter wäre irgendwie so ein fliegender Dinosaurier oder der Übergang von Dinosauriern zu Vögeln. It's adjusted to compensate for some issues with my left eye. Ach so. Try to adjust it to see the same with both eyes. Then focus. Warum sollten wir? Ne? Der Beatnik würde jetzt sagen, ne? Wir sollten niemals das Gleiche mit beiden Augen sehen. Es verschwendet unsere Lebenszeit. Wir sollten mit beiden Augen verschiedene Dinge sehen, damit wir das Doppelte erleben können. Ich hab's noch drauf. Diopter. So, move left. Move the diopter to the left. And notice the change in your left eye. Aber in die falsche Richtung gedreht, oder? You move the diopter to the right. Notice the change in your left eye. Noch einmal. Ah! So, jetzt sehe ich doch wohl in beiden das Gleiche, oder? So, back. Adjust the focusing wheel. Move left. Move left. Ja, es wird doch jetzt klarer, oder? Ich meine, bringt es was, in einem 80er-Jahre-Pixelspiel etwas scharf sehen zu wollen? Wie scharf können wir es denn bitte kriegen? Ja, dumm fragt, kriegt eine dumme Antwort. What the... Das ist ein schönes Bild, gefällt mir. Ich muss dran denken, das als Thumbnail zu benutzen. Falls ich es nicht gemacht habe, lacht mich aus in den Kommentaren. It was just a second, but you think you saw something up there. Was it suggestion? I don't think they're angels, Victoria. But before I tell you my theory, I need your help. Could you draw this? Could you draw in this notebook what you just saw? Yes. At any other time, you'd have refused with some witty comment. But there's something about Lou Hill that invites you to play along. You wonder if the fact that he's presented himself as a writer had something to do with it. Draw the head, draw the body, draw the legs. Huh?
Ja, der Kopf ist natürlich das Interessante. Ja, der Körper ist eigentlich am interessantesten. Ne? Small round body with chicken wings. Wide chest with short arms and wings. Human chest with huge wings. Wide chest with short arms and... Ich habe gar keine Arme gesehen. Human chest with huge wings. Ja, doch, das würde ausgesehen haben. So, draw the head. Little owl head, huge owl head, alien-like head. Wie soll ich wissen, wie im Pixelspiel eine Eule aussieht? Ich mache mal einen großen Eulenkopf. Nein, der ist falsch. Redraw the head. Ja, nicht richtig. Alien head. Nee, war auch noch nicht richtig. Mach mal einen kleinen Eulenkopf. Ach doch, es wird mir auch... Entschuldigung, ich dachte gerade... Okay. Aber das sieht tatsächlich jetzt so aus, wie es aussehen sollte. Draw the legs. Thin insect-like legs. Weird bird-like legs. Wide hips and short legs. Oh. Ja. Oder? Mal gucken, wie die Hühnerbeine aussehen. Ja. Bitte, Lou. Nein, schreiben Sie noch Ihre Telefonnummer dazu. Before giving it back, you write some notes further describing what you saw. Lou hadn't asked for them, but somehow they make you feel less anxious. Ich will ja wie ein Profi rüberkommen. Ne? Hier ist meine Telefonnummer, da meine Kleidergröße und hier meine Wunschliste von Weinen und Luxusartikeln. You never felt confident about your work. Man sieht aus wie Malcolm X. Ne? Lou looks at the notebook for a few seconds that feel too long. Think about that time you showed your sketches to your art teacher. How embarrassed you... And how he, natürlich, embarrassed you in front of the rest of the class. Immer dasselbe. Motherfucker! Im Ernst, sagt sie das jetzt zu ihm? What? Sorry? I was talking to myself. Natürlich, ne? You can't help but blush. Natürlich. Ja, er denkt sich die ganze Zeit, oh mein Gott, ich kann ihre Handschrift nicht lesen. Victoria. For once, you're glad to hear Lee's voice. Auch ein schönes Bild. Vielleicht nehme ich das. All good? Although he seems to be talking to you, Lee keeps staring at Lou. Lou Hill. Writer. Lou holds out his hand. Lee Miller. Historian. Lee walks over and puts his arms around you. His back to Lou. Der Narr. Ah, jetzt kommt er. Ne? Darauf hat er die ganze Zeit gewartet. Und sein Freund in dem Regenmantel und der Gasmaske drüben, der schleicht sich dann von hinten ran. You know, he must have been annoyed that Lou introduced himself as a writer. Er mag keine Autoren. Pfui, pfui. Although it's hard for you to admit it, you like to be hugged. Am liebsten möchte ich sie mich kämpfen sehen. You feel safe. You think you would also feel safe in your grandmother's arms. Or in the arms of any of the other strong women in your family. Interessant wäre es jetzt gewesen, wenn sie gesagt hätte, dass sie sich auch vielleicht in seinen Armen wohlgefühlt hätte. Aber nein, es muss um strong women gehen. But the heat of Lee's body, the hardness of his... Oh, ich habe weitergedrückt. You remember all those biologists at arguments you hate so much and you can't help but smile. It's like you're cheating when nobody's looking. So, Lee, come on, Vic. Let's see the surprise. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken, aber ich bin jetzt neugierig, was hier so läuft. Das gefällt mir. Close your eyes. Zip. Natürlich close ich meine Eyes. Close your eyes and let Lee guide you. Now, open them. Sieht ein bisschen aus wie aus einem Archie-Comic, nur ein bisschen butch. So, what do you think? The dog? The flowers? What? Achso, a romantic dinner for two, under the same meteor shower that amazed our ancestors. You instinctively put your hand to your belly. And when you realize it, you quickly put it in your pocket.
You look at the dog tied to the post. Is that our dinner? The dog growls into the dark. Sieht aus wie ein altes Hammer-Filmplakat. Also Vampir auf einem alten Hammer-Filmplakat. You've reached the end of the demo. Thanks for playing. You're welcome. You're more than welcome, actually. Gefällt mir sehr gut. Ist kein Spiel in dem Sinne. Die Spielelemente hier, doch, selbst die funktionieren. Weil so Geschicklichkeitsspiele und so wie bei It Came from the Desert, ne, die können dann dazu führen, dass man es irgendwie, dann denkt man, kriegt es nicht hin. Hier, das kriegt man hin und muss ein bisschen drehen hier und da. Und ich habe das Gefühl, dass die Spielelemente einfach das Gehirn so ein bisschen in eine andere Richtung bringen, aber nicht wirklich wichtig sind so und nicht nervend. Die Story selbst ist gut. Ist gut. Ist jetzt keine Pulp-Trash-Action-Story, sondern pulpig angehaucht, würde ich sagen. Schon so introvertierte, ne, Selbstreflexionsliteratur oder so, aber nicht im Schlechten unbedingt. Und das Zeitkolorit kommt ganz gut rüber, ne? Also dass die Männer und Frauen so ein bisschen anders miteinander umgehen. Und auch die Klischees hier, ne, mit dem bösen Lehrer, der sie embarrassed hat, ne, warum sie wahrscheinlich jetzt keine Geschichtsstudentin wird und ihrer Schwangerschaft und so weiter, funktionieren natürlich hier. Also gefällt mir gut. Ich bin direkt neugierig, wer der Autor ist. Oder die Autorin, ich weiß, Sie haben darauf gewartet. Weil es ist reif. Es wirkt hier bis zu dem Punkt zumindest wie eine reife Story und eine interessante Story. Und das will was heißen bei diesen Dingen, die narrativ oft einfach nur geschwätzig sind. Geschwätzig war das nicht. Macht mich neugierig und wenn es nicht zu teuer ist, ist das so ein Ding, was ich mir gut vorstellen könnte zu spielen. Es ist immer ein bisschen schade, dass diese Sachen nicht einfach auf dem Tablet bei Android rauskommen. Weil das wäre ideal dafür, ne? Abends im Bett zu liegen und statt ein Buch zu lesen, dann so ein Ding zu lesen, ne? So eine Interactive Novel. Also, sehr schön. Mir gefällt's. Ich bin neugierig. Bis dann. Seid so gut und gebt mir einen Daumen rauf. Für den Algorithmus.